Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu Tag 76, Teil 1 von Alltag Deutsch. Ja, Wahnsinn, schon Tag 76 bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das A2-Niveau abgeschlossen. Genau, und jetzt arbeiten wir uns weiter vor auf dem B1-Niveau, bis wir Tag 200 erreichen. Und heute da lernen wir wieder 15 neue Wörter, die helfen euch, ja, einfach besser zu lernen, euch zu konzentrieren. Und den Alltag ein bisschen strukturierter zu gestalten. Das sind wirklich Vokabeln, die man fast jeden Tag gebrauchen kann. Absolut, besonders wenn man gerade eine Sprache lernt. Und denkt dran, zu jeder B1-Lektion gibt es ja auch das extra Fragevideo zur Mini-Story. Stimmt. Da könnt ihr dann die Fragen laut beantworten und bekommt nach ein paar Sekunden sofort die richtige Lösung. Das hilft ungemein beim aktiven Lernen. Und wenn ihr eure Aussprache und euer Sprachgefühl verbessern wollt, dann nutzt am besten auch heute wieder die Shadowing-Methode. Also, Satz anhören, kurz stoppen, laut nachsprechen und dann einfach weitermachen. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut und hilft, flüssiger zu werden. Probiert es einfach mal aus. Unser heutiges Thema ist also Lernen und Konzentration. Genau, also alles rund um Fokus, Motivation, ja, und auch Pausen und Aufmerksamkeit. Ein Thema, das uns alle betrifft, würde ich sagen. Definitiv. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dabei. Denn da hört ihr wieder unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter von heute vorkommen. So seht ihr sie direkt mal im Zusammenhang. Fangen wir direkt an. Also, das erste Wort ist sozusagen die wichtigste Zutat für erfolgreiches Lernen. Es ist die Konzentration. Ja, die Konzentration. Auf Englisch Concentration. Das ist ja diese Fähigkeit, seine ganze Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache zu richten. Genau. Ich stelle mir das immer wie so einen Lichtstrahl vor, eine Lampe. Und mit Konzentration richtest du diesen Strahl genau auf eine Aufgabe. Und alles andere wird dunkel. Das ist ein super Bild. Und es passt perfekt zum Beispielsatz, den du sicher auch kennst. Lass mich raten. Sowas wie: Für diese Aufgabe brauche ich volle Konzentration. Ah, ja klar, das sage ich mir ständig, wenn ich versuche, was Kompliziertes zu lesen und um mich herum ist es laut. Eben. Aber um diesen Lichtstrahl, wie du sagst, lange auf eine Sache zu halten, da braucht man eine besondere Kraft. Und damit sind wir schon beim zweiten Wort. Die Disziplin. Ah, ein sehr, sehr wichtiges Wort. Die Disziplin, auf Englisch Disziplin. Ja. Disziplin ist quasi wie ein innerer Motor, der dich weitermachen lässt, auch wenn du müde bist oder einfach mal keine Lust hast. Genau. Ohne diesen Motor kommt man nicht weit. Der Beispielsatz beschreibt das perfekt. Nämlich. Ohne Disziplin kann man dieses Ziel nicht erreichen. Es geht ja nicht darum, immer motiviert zu sein. Niemand ist immer motiviert. Stimmt. Aber Disziplin hilft dir halt über die Momente hinweg, in denen die Motivation mal fehlt. Das ist der entscheidende Punkt. Disziplin heißt, eine Routine aufzubauen und sich einfach daran zu halten. Zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten Vokabeln lernen. Egal was kommt. Genau. Und wenn man das regelmäßig macht, trainiert man was ganz Wichtiges in unserem Kopf. Und das ist unser drittes Wort. Das Gedächtnis. Richtig. Das Gedächtnis auf Englisch Memory. Das ist unsere Fähigkeit, Informationen zu speichern, uns an Dinge zu erinnern. Und sie später wieder abzurufen. Wie eine riesige Bibliothek im Gehirn sozusagen. Ja, eine Bibliothek, die man trainieren und auch organisieren kann. Der Beispielsatz dazu ist: Er hat ein sehr gutes Gedächtnis für Zahlen. Manche Leute merken sich gut Gesichter, andere Namen, andere eben Zahlen. Und beim Sprachenlernen, da brauchen wir natürlich ein gutes Gedächtnis für Wörter und Regeln. Und die gute Nachricht ist ja, man kann sein Gedächtnis trainieren, genau wie einen Muskel. Mit Konzentration und Disziplin. Siehst du, die ersten 3 Wörter hängen total eng zusammen. Absolut. Aber wie genau trainiert man sein Gedächtnis am besten? Dafür braucht man ja einen Plan, eine Strategie. Und das führt uns direkt zu unserem nächsten Wort. Die Methode. Genau. Die Methode, auf Englisch Method. Eine Methode ist ja einfach die Art und Weise, wie man etwas tut oder lernt. Der spezifische Weg, den man wählt, um ein Ziel zu erreichen. Und beim Lernen gibt's ja so viele verschiedene Methoden. Oh ja. Manche lernen mit Karteikarten, andere mit Apps. Wieder andere schreiben alles voll oder sprechen sich die Vokabeln selbst vor. Und der Beispielsatz sagt es ganz klar. Diese Lernmethode funktioniert bei mir gut. Das ist das Stichwort. Bei mir. Es gibt halt nicht die eine perfekte Methode für alle. Absolut. Man muss ein bisschen experimentieren und gucken, was für einen selbst am besten passt. Aber das Ziel jeder Methode ist ja dasselbe. Man will, dass die Info im Kopf bleibt. Genau. Und das beschreibt unser nächstes Verb. Sich merken. Auf Englisch
to memorize or to remember. Es ist ein reflexives Verb. Ich merke mir etwas. Ganz genau. Das Perfekt dazu lautet, hat sich gemerkt. Und es beschreibt den aktiven Prozess, eine Information im Gedächtnis zu speichern. Der Beispielsatz ist quasi das Ziel für uns alle hier. Ich kann mir die neuen Vokabeln gut merken. Das ist das Tolle, wenn man eine Methode gefunden hat, die für einen funktioniert. Dann merkt man sich die Dinge viel leichter. Manchmal gibt es aber Informationen, die muss man nicht nur verstehen, sondern wirklich Wort für Wort können. Ja, dafür haben wir ein spezielles Adjektiv. Es ist auswendig. Auf Englisch sagen wir by heart. Ah, auswendig. Wenn man was auswendig lernt, dann kann man es ohne nachzudenken aufsagen. Genau. Es ist komplett im Gedächtnis gespeichert. Wie ein Liedtext. Ein klassisches Beispiel aus der Schule. Wir mussten das Gedicht auswendig lernen. Uff, ja. Aber auch Telefonnummern oder die PIN der Bankkarte lernen wir ja auswendig. Stimmt. Aber was macht man, wenn man gerade lernt und auf ein Wort stößt, das man noch gar nicht kennt? Gute Frage. Man kann es sich ja noch nicht merken. Man muss erst mal rausfinden, was es bedeutet. Und dafür gibt es ein super wichtiges Verb für alle, die eine Sprache lernen. Nachschlagen. Nachschlagen, also to look up. Und das Perfekt ist, hat nachgeschlagen. Ein fundamentaler Teil des Lernens. Der Beispielsatz ist gleichzeitig der beste Tipp, den man geben kann. Du solltest unbekannte Wörter im Wörterbuch nachschlagen. Genau. Früher in einem dicken Buch, heute meistens online. Das Prinzip ist aber dasselbe. Und dieser aktive Schritt, das Suchen und Finden, hilft dem Gedächtnis ja auch total, das Wort besser zu speichern. Absolut. Besser, als es einfach zu ignorieren. Okay, jetzt haben wir die Info im Gedächtnis. Aber was dann? Sehr wichtige Frage. Wissen nur im Kopf zu haben, ist ja nur die halbe Miete. Die andere, vielleicht wichtigere Hälfte, ist, dieses Wissen auch zu benutzen. Und dafür brauchen wir das Verb anwenden. Ah ja, anwenden. Auf Englisch to apply. Das bedeutet, theoretisches Wissen in die Praxis zu bringen. Genau. Das Perfekt ist hat angewendet. Und der Beispielsatz bringt es auf den Punkt. Du musst die Grammatikregeln auch anwenden. Exakt. Es nützt ja nichts, wenn man 100 Regeln auswendig kann, aber beim Sprechen immer Fehler macht. Erst durchs Anwenden wird Wissen zu ächten können. Das ist der große Schritt. Und oft wendet man sein Wissen ja an, um ein konkretes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel eine Prüfung. Und da wollen wir alle nur eines: Die Prüfung bestehen. Ein wunderbares Verb. Bestehen bedeutet hier to pass ein Examen. Und das Perfekt ist hat bestanden. Ein Satz, den jeder gerne hört und sagt. Ich habe die Prüfung zum Glück bestanden. Ja, das ist der Moment, in dem sich die ganze Arbeit auszahlt. Die Konzentration, die Disziplin. Ein super Gefühl. Absolut. Und Prüfungen sind ja auch ganz unterschiedlich. Es gibt schriftliche, klar, aber auch eine andere Art. Bei der man sprechen muss. Diese Prüfungen sind mündlich. Richtig, mündlich, auf Englisch oral. Das Adjektiv beschreibt alles, was gesprochen wird. Das Gegenteil ist schriftlich. Eine mündliche Prüfung, eine mündliche Zusage und so weiter. Genau. Der Beispielsatz ist sehr klar. Die mündliche Prüfung dauerte 15 Minuten. Da muss man zeigen, dass man spontan reagieren und flüssig antworten kann. Das ist für viele die größte Herausforderung. Auf jeden Fall. Aber damit sind wir schon bei den Herausforderungen. Manchmal ist der Lernstoff eben nicht einfach. Manchmal ist er Anspruchsvoll. Ja, ein tolles Adjektiv. Anspruchsvoll bedeutet demanding oder challenging. Es beschreibt etwas, das ein hohes Niveau hat und uns wirklich fordert. Genau. Ein anspruchsvoller Text ist nicht leicht zu verstehen. Der Beispielsatz: Der Text war sprachlich sehr anspruchsvoll. Das werdet ihr auf dem B1-Niveau öfter mal erleben. Aber das ist ja auch gut so. An Herausforderungen wächst man. Das stimmt. Aber die größte Herausforderung heute ist oft gar nicht der Inhalt selbst, sondern Die Umgebung? du meinst, es ist so schwer, sich nicht ablenken zu lassen? Genau. Das Verb ablenken, auf Englisch to distract. Das Perfekt ist, hat abgelenkt. Und alles, was unsere Konzentration von der Aufgabe wegnimmt, lenkt uns ab. Und der größte Feind der Konzentration? Sitzt meistens direkt neben uns auf dem Tisch. Das Handy. Und damit ist der Beispielsatz wohl der wichtigste Rat für alle, die im 21. Jahrhundert lernen. Lass dich nicht vom Handy ablenken. So wahr. Jede Nachricht, jede Benachrichtigung reißt einen raus. Um diesen Ablenkungen zu widerstehen, braucht man eine wichtige Eigenschaft. Man muss sehr aufmerksam sein. Aufmerksam.
Ein Adjektiv, das attentive bedeutet. Wenn du aufmerksam bist, bist du mit deinen Gedanken voll bei der Sache. Es gibt ja einen Unterschied zwischen nur hören und aufmerksam zuhören. Absolut. Der Beispielsatz beschreibt eine ideale Lernsituation. Die Schüler hören dem Lehrer aufmerksam zu. Sie sind fokussiert und nicht mit den Gedanken woanders. Und neben der Aufmerksamkeit gibt es noch eine weitere gute Angewohnheit, die hilft, Fehler zu vermeiden. Man sollte immer sorgfältig arbeiten. Sorgfältig, auf Englisch careful oder thorough. Das bedeutet, dass man etwas sehr genau und ordentlich macht. Man nimmt sich die nötige Zeit. Das Gegenteil wäre flüchtig oder schlampig. Genau. Der Satz, bitte mach deine Hausaufgaben sorgfältig, ist ja eine Aufforderung, sich wirklich Mühe zu geben. Es geht um die Qualität der Arbeit. Okay. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand macht das alles. Die Person ist konzentriert, diszipliniert, aufmerksam und arbeitet sorgfältig. Was ist das logische Resultat? Das Resultat ist das schönste Wort von allen heute, finde ich. Es ist der Fortschritt. Ja, auf Englisch Progress. Ein Fortschritt ist eine positive Entwicklung, eine sichtbare Verbesserung. Und nichts motiviert mehr, als den eigenen Fortschritt zu sehen, oder? Auf keinen Fall. Wenn man merkt, dass man einen Text besser versteht als letzte Woche, das ist einfach toll. Der letzte Beispielsatz für heute ist deshalb auch ein Wunsch an euch alle. Sie macht große Fortschritte beim Deutschlernen. Ein perfekter Abschluss für die Wörter. Das waren sie, die 15 Wörter für heute. Wenn euch diese Lernreihe hilft, dann unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Genau. So verpasst ihr keine neuen Folgen und helft unserem Projekt auch sehr weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt, wie versprochen, kommt unsere Mini-Story. Da hört ihr alle neuen Wörter noch einmal im Kontext. Hört gut zu. Jonas saß an seinem Schreibtisch. Morgen hatte er eine wichtige mündliche Prüfung an der Universität. Das Thema war sehr anspruchsvoll und er wusste, dass er die Prüfung nur bestehen würde, wenn er sich gut vorbereitete. Er brauchte absolute Konzentration. Aber sein Handy lag neben ihm und wollte ihn ständig ablenken. Er merkte, dass er ohne Disziplin keinen Fortschritt machen würde. Also änderte er seine Methode. Er schaltete das Handy aus und legte es in ein anderes Zimmer. Jetzt konnte er sorgfältig arbeiten. Er las die Texte sehr aufmerksam und versuchte, die neuen Informationen in seinem Gedächtnis zu speichern. Ein ganzes Kapitel musste er fast auswendig können. Er wollte sich die Fakten nicht nur merken, sondern sie auch anwenden können. Immer wenn er ein Fachwort nicht verstand, musste er es im Lehrbuch nachschlagen. Langsam aber sicher fühlte er sich besser vorbereitet und war stolz auf seine Konzentration. Und das war die Geschichte von Jonas. Ihr seht, wie all diese Wörter im echten Leben zusammenhängen. Ja, eine gute Methode und ein bisschen Disziplin, das führt am Ende eben zum Erfolg. Jetzt seid ihr dran. Schreibt doch gern mal eigene Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Genau, so festigt ihr euren Wortschatz. Übung ist wirklich alles. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Und morgen geht es schon weiter. Mit dem Thema Kunst und Museen. Oh, ein spannendes Thema für Kultur und Freizeit. Seid unbedingt wieder dabei. Bis morgen. Tschüss.